Herzlich willkommen in der Aquarellschule LADFE. Ich bin Kerstin. Heute wieder mit einer schnellen Weihnachtskarte, die auch für Anfänger sehr gut geeignet ist. Wir starten mit einer etwa Kartengröße. Die Materialien findet ihr alle unten in der Box. Wir feuchten unser Blatt an, nehmen den Elastip und beginnen mit einem Cadmiumgelb Zitron, gemischt mit einem Zinnoberrot, gefolgt von einem Kobalt-Türkis, und von außen hüllen wir das Ganze in Peinesgrau-bläulich und streuen Salz hinein. Wie gesagt, auch den Elastip findet ihr in meinem Shop unter www.ladfe.com. Wenn das Ganze trocken ist, nehmen wir eine Kreisschablone und machen Lichteffekte in unsere vorbereitete Schicht, also in den Hintergrund mehr oder weniger. Wir nehmen einen ganz billigen Schrubberpinsel. Ich habe einen vom Obi, der vorne ganz glatt ist, also eine stumpfe Spitze hat. Damit kann ich sehr, sehr gut bei dieser Kreisschablone die Farbe vom Blatt lösen. Einfach mit klarem Wasser in den Kreisen selber ein bisschen reiben und die Farbe löst sich, und ich kann es einfach mit einem Taschentuch wieder abtupfen. Das geht ganz leicht, das ist sehr geschickt und formt eben, wie gesagt, diese ganz schön runden Lichteffekte, ja, als würde es durch eine Scheibe glitzern, oder wäre sehr, sehr viel Licht in einem weihnachtlichen Raum oder am Sternenhimmel. Ja, gerade was man so möchte, einfach diese verzauberten Lichtreflexe könnt ihr sehr, sehr gut mit dieser Kreisschablone erzeugen. Wenn ihr anschließend einfach noch ein bisschen mit dem stumpfen Pinsel tupft und abtupft, dann seht ihr, bekommt ihr hellere Stellen. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Nun lasse ich es wieder trocknen und komme dann von oben rechts mit einem Zweig und Hagebutten, also mit dem Fruchtstand eigentlich der wilden Rose. Ich mische mir eine Farbe aus Zinnoberrot und Peinesgrau-bläulich und ziehe dann Äste ins Bild. Von oben rechts mit einem feinen Schriftenpinsel, hier mit einem Nova Synthetics Nummer 3 von Da Vinci, male ich hier diesen Zweig von oben rechts vor diese leuchtenden Lichtreflexe ins Bild hinein und kann dann rote, zinnoberrote Hagebutten an meinen Zweig hängen. Ich kann aber noch einzelne Stellen mit der Auswaschtechnik und meinem Schrubberpinsel, das ist ein alter Detailpinsel, kann ich einzelne Stellen auswaschen, indem ich einfach die Farbe ein bisschen anlöse mit klarem Wasser, sie abtupfe mit dem Taschentuch und dann mit Zinnoberrot die Hagebutten entweder von der Seite sichtbar, von hinten oder von vorne dann als kreisrunde Objekte sichtbar an diesen Zweig male und es trocknen lasse. Ein kleiner kurzer Einschub gerade jetzt. Ich möchte euch meinen Wandkalender, meinen druckfrischen Wandkalender 2024 vorstellen. Er ist hier. Und ja, natürlich habe ich wieder unterschiedliche Motive drin zu jedem Monat in diesem kommenden Jahr. Verschiedene Monatsstimmungen, die meisten davon mit Figuren. Es können aber auch mal Tiere sein, also ein Bild, das weist einfach Vögel auf am Wasser. Lasst euch überraschen, schaut herein. Ihr findet alles in meinem Shop unter www.ladfe.com. Dort findet ihr auch 4 neue Weihnachtskarten zu meinem Kartensortiment und natürlich den Elastip. Also schaut vorbei unter www.ladfe.com. Ja, die Hagebutten habe ich an der Oberseite ein bisschen aufgehellt mit der Auswaschtechnik und male gerade aus einer Mischung aus Zinnoberrot und Peinesgrau-bläulich diese kleinen Fliegen auf Schweizerdeutsch. Wie es in echt heißt, weiß ich gar nicht. Das ist einfach der vertrocknete Blütenstand mehr oder weniger. Diese Fliegen male ich oben an die Spitzen dieser Früchte, dieser roten, wunderschönen Herbstfrüchte, und nehme dann ein Opak White von Schminke
Das ist wirklich ein schön deckendes Weiß und male mir Schnee auf die Früchte und Zweige. Dann habe ich noch eine kleine Ankündigung, und zwar geht es da um Patreon. Patreon ist eine Plattform, wo ihr Malkurse von mir kaufen könnt, beziehungsweise wo ihr ein Abonnement abschließen könnt, um Echtzeitkurse Step by Step zu bekommen. Und besonders daran ist, dass ich auf Patreon auch einen Kurs anbiete, eine Kursreihe für Figuren. Viele von euch fragen mich immer wieder, könntest du nicht mal wieder etwas mit Figuren machen? Könntest du mal wieder Elfenbilder, Bilder mit Kindern oder überhaupt Figürliches einstellen? Und da ich versuche wirklich für eben meine Bilder für jedes Können erreichbar zu machen, habe ich mich entschieden, Figürliches vor allen Dingen auf diesem Figurenkanal auf Patreon anzubieten. Also schaut vorbei, wenn ihr meinen Patreon-Kanal nicht leicht findet, dann geht in meinen Shop, dort habe ich einen Link. Ihr findet den Link auch unten in der Box. Also ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Schaut es euch einfach einmal an, vielleicht spricht es euch an. Ich mische mir ein Heliocyanblau an mit ein bisschen Wasser, dass es nicht so dunkel ist, und male mir den Schatten in den Schnee. Da müsst ihr aber warten, bis der Schnee wirklich trocken ist, sonst nehmt ihr zu viel Weiß mit. Also ich probiere es auch immer mal wieder, dass ich es ins feuchte Weiß male. Es mischt sich auch, aber es ist schwieriger, als wenn ihr es dann auf die trockene weiße Oberfläche malt. Dann könnt ihr den Schatten einfach hinmalen und ein bisschen verblenden nach oben und unten, und schon habt ihr einen dreidimensionalen Schnee, und der ploppt dann so richtig raus, und darunter sehen diese Hagebutten auch richtig haptisch aus. Also man hat das Gefühl, man kann sie anfassen. Wieder mit einem Opak White von Schminke spritze ich einfach mit einem mittleren Detailpinsel über die andere Hand geklopft, spritze ich Schneegestöber über meine Hagebutten in mein Bild hinein, dass ich da einfach dieses Verspielte, dieses Verzauberte noch mehr einfangen kann. Mit einem weißen und einem schwarzen Buntstift gehe ich zum Schluss dann für die Details, für einzelne Strukturen, Konturen noch einmal über mein Bild drüber und male, wie gesagt, noch einzelne Details, aber erst, wenn alles wirklich komplett trocken ist. Also man kann super mit Buntstift über Aquarell malen, muss aber warten, bis die Aquarellfarbe gut angetrocknet ist. Und jetzt seht ihr, ich kann den Schnee noch ein bisschen plastischer hinbekommen, ohne dass diese schwarze Umrandung zu heftig sichtbar ist. Ihr habt auch gesehen, ich drücke mal mehr, mal lasse ich Luft. Also ich mache nicht eine einheitliche Umrandung um jedes Objekt, sondern setze Akzente. Das ist total wichtig, dass ihr mit den Buntstiften nur Akzente setzt, keine Umrahmungen. Das sieht sofort sonst nicht mehr natürlich aus, und das wird euch sonst nicht mehr gefallen. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, alles Gute und bis ganz bald mit unserer weiteren Weihnachtskarte. Tschüss!